Stöbig steht für Familienunternehmen, für Verbundenheit, für Verantwortung, für hohe Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen. Ende der 70er Jahre gab es einen Großbrand in der Balsenfabrik. Das Feuer konnte sich so schnell verbreiten, weil es durch die Förderanlagen von einem Brandabschnitt in den nächsten gelangen konnte. Deswegen hatte unser Vater damals die zündende Idee und entwickelte den ersten Förderanlagenabschluss für durchlaufende Fördertechniken. Der vorbeugende bauliche Brandschutz bietet Lösungen für eine unkontrollierte Ausbreitung von Rauch und Feuer. Gebäude werden dabei baulich segmentiert, das heißt in einzelne Brandabschnitte unterteilt. Die Öffnungen in Gebäuden wie Durchgänge oder auch Transportwege für Produkte werden dann im Brandfall automatisch zuverlässig verschlossen, sodass der Brand eingedämmt wird und natürlich auch wichtige Fluchtwege erhalten bleiben. Unsere Brandschutzkonzepte zeichnen sich dadurch aus, dass sie in puncto Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit funktionieren und sie sind dabei in intralogistische Abläufe, zum Beispiel bei Förderanlagen, komplett integriert. Sicherheit bedeutet in erster Linie Personenschutz vor Rauch und Flammen. Natürlich ist auch die Absicherung gegen großen wirtschaftlichen Schaden unser Ziel. Wir bieten mit unseren Produkten Standardkonstruktionen, aber auch maßgeschneiderte Sonderlösungen an. Das Portfolio von Stöbig hat sich kommend vom Förderanlagenabschlüssen weiterentwickelt hin zu textilen Systemen und dann in der Folge natürlich liefern wir auch den Service und die Wartung für diese Systeme. Die Systeme müssen kontinuierlich weiterentwickelt werden, weil sich gesetzliche Anforderungen verändern oder auch natürlich technische Anforderungen. Wir steuern Fördertechniken an, dort gibt es neue Antriebstechnologien. Und in dem Sinne müssen wir uns auch immer wieder unsere Produkte weiterentwickeln. In der heutigen Zeit auch inklusive von technischem Brandschutz. Das heißt, wir gehen in die Brandfrüherkennung rein und natürlich auch im Zusammenhang mit Nebellöschanlagen auch Restspalten noch zumachen können, wo wir heute rein mit Schieferkonstruktionen noch nicht überall hinkommen. Unsere Kunden im textilen Brandschutzbereich sind eher Architekten oder Planungsbüros, die ihr Bauvorhaben im öffentlichen Bereich betreuen, wie Kindergärten, Krankenhäuser, Bürogebäude oder Einkaufshäuser. Im Förderanlagenbau sind es eher die Bauunternehmer, die die Bauvorhaben begleiten, wie Flughäfen, Produktionshallen oder Lagerstätten. Auch wir sehen das Thema Nachhaltigkeit für uns als sehr wichtig an. In unserer Produktentwicklung ist der Punkt Nachhaltigkeit schon ein fester Bestandteil. Damit haben wir die ersten Schritte begonnen, wissen aber auch, dass es noch ein langer Weg für uns ist. Die ersten Lösungen, die wir für den vorbeugenden baulichen Brandschutz, also Öffnungsverschlüsse in Brandwänden hatten, sind massive Stahlkonstruktionen gewesen, die in einer Manufaktur zusammengebaut wurden. Im Laufe der Zeit haben wir dann immer wieder die Produkte optimieren müssen, haben eine Blechtechnologie dazu gekauft und konnten so den Materialeinsatz verringern, sodass wir im Laufe der Zeit verschiedene Produkte für verschiedene Anwendungsfälle erzeugen konnten. Stöbig-Lösungen findet man weltweit, unter anderem im Eiffelturm oder auch im Louis Vuitton Museum in Frankreich, im Apple Park in den USA, aber auch in internationalen Flughäfen sind wir vertreten, als auch in Büro- und Verwaltungsgebäuden. Das Label Made in Germany ist für uns besonders wichtig. Wir produzieren seit über 40 Jahren am Standort in Deutschland, in Goslar, und das wird auch die nächsten Jahre weiterhin so bleiben. Unser Vorteil in Deutschland als auch in Europa ist, dass besonders hohe Anforderungen im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes gestellt werden und wir auch hier unsere innovativen Systeme ideal einsetzen können. Unsere Systeme sind sicherheitsrelevant. Nicht nur Sachwerte schützen, sondern davon hängen auch Menschenleben ab. Wir sind in Deutschland sehr gut aufgestellt. Wir haben über 30 Standorte. Aber international haben wir große Marktchancen und wir wollen ja auch unseren internationalen Kunden diese Sicherheit geben. Das heißt, wir wollen unseren Service international aufbauen und wir wollen vor allem in die IoT investieren.
Stübig Brandschutz bietet alles aus einer Hand. Angefangen von der Planung mit den Fachplanern und Konzepterstellern sind wir auch während der Projektierung, bei der Montage als auch im Servicegeschäft mit dabei. Und dabei ist uns die Kundennähe besonders wichtig, um dementsprechend bei der Projektierung und bei der Abnahme tatkräftig zu unterstützen. Wir unterscheiden uns von kapitalmarktgetriebenen Gesellschaften und Managementstrukturen, die in Quartalsergebnissen denken. Unsere Zukunftsplanung ist auf den langfristigen Bestand des Unternehmens ausgerichtet. Und mit unseren Gewinnen von heute investieren wir in die Innovationen von morgen und möchten so die Innovationskraft und den Erfindergeist, den unser Vater schon verkörpert hat, bei Stübig weiterführen.